Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es am Opel weiter und zwar möchte ich mich heute den Dreieckslenkern unten an der Vorderachse widmen. Wir haben ja beim letzten Video aufgehört mit den Federbeinen, die sind getauscht und auch jetzt schon befestigt. Heute ziehe ich die Federbeine noch mit Drehmoment an, das zeige ich euch gleich und dann, wie gesagt, will ich die Dreieckslenker tauschen. Dafür habe ich einmal zwei unterschiedliche Satz bestellt. Mein erster Satz, den ich bestellt habe, war hier von Mapco. Das waren die Dreieckslenker plus Koppelstangen und Spurstangen. Da sind auch neue Schrauben dabei. Und dann habe ich den Tipp oder Hinweis bekommen, dass gerade bei diesen Dreieckslenkern es starke Unterschiede gibt in Bezug auf die Verschweißqualität. Also wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann haben wir hier eben nur so zwei Schweißnähte, links und rechts und nicht ringsrum verschweißt. Jetzt habe ich gehört, dass gerade mit etwas härteren Fahrwerken, was ja wahrscheinlich bei mir der Fall ist, es ein Problem geben kann, dass hier das ausreißt. Also sprich, dass diese Schweißnähte nicht stabil genug sind und dann die ganze Buchse rausreißt. Und deswegen hat man mir empfohlen, welche zu nehmen, die komplett verschweißt sind. Und da zeige ich euch jetzt nochmal das Gegenstück. Ich packe den mal schnell aus. So, ich habe den jetzt mal ausgepackt. Das ist, wie gesagt, einfach nur zwei Dreieckslenker für die Vorderachse. Keine Koppelstangen, keine Spurstangen, keine Schrauben. Aber ich habe ja Schrauben in dem anderen Set, das heißt, das sollte kein Problem sein. Und hier sehen wir jetzt den Unterschied. Hier ist eben ja auch nicht komplett herum, aber deutlich mehr. Also, sage ich mal, zu 75% ist hier eine Schweißnaht drumherum. Das heißt, das ist deutlich stabiler. Deswegen werde ich diese hier nehmen. Die sind von Febi Bilstein und sind eben ja nahezu komplett verschweißt. Also sollte das hier ein bisschen stabiler sein als das, was jetzt bei Mapco dabei war. Jetzt hätte ich gesagt, blende ich euch einmal den Zeitraffer ein, wie ich oben, weil das habe ich ja beim Federbein-Video vergessen euch zu zeigen, blende ich euch jetzt mal ein, wie ihr das Federbein oben am Dom befestigt, sowohl Federbeinstange, dass die das richtige Drehmoment bekommt, als auch dann nachher die Federbeinstange oben im Dom drin. Zeige ich euch jetzt einmal 70 Newtonmeter am Federbein selbst und dann den Domteller oder das Domlager oben am Dom, das bekommt dann 55, zeige ich euch jetzt im Zeitraffer. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich hier das Ganze festgezogen habe. Wie gesagt, das hatte ich ja in dem Video, wo es um das Federbein und um die Koppelstange ging, hatte ich das noch nicht gezeigt. Aber jetzt, da wir die unteren Dreieckslenker tauschen, muss das hier natürlich fest sein. Sonst würde mir die gesamte Radaufhängung mit Bremsscheibe und allem nach unten rutschen oder wegfallen. Deswegen, wenn ich das jetzt hier befestige, können wir entsprechend oder sollten wir den Dreieckslenker, der hier sitzt, den sollten wir jetzt problemlos abschrauben können, denn durch das, dass das Federbein den Radträger hier hält, sollte der Radträger nicht absacken und wie gesagt, wir müssten eigentlich den Dreieckslenker jetzt problemlos rausbekommen. Also ja, problemlos ist natürlich immer so eine Sache, also theoretisch problemlos den hier rausbekommen. Die Spurstange würde ich dann entsprechend auch erneuern. Da sieht zwar der Gummi noch sehr gut aus, aber das passt halt dann irgendwie auch nicht mehr richtig ins Gesamtgefüge. Das heißt, das hier will ich eigentlich auch wechseln. Das müsste ich eigentlich auch neu haben. Schauen wir dann gleich mal, ob das wirklich so der Fall ist. Muss ich mal die Pakete noch öffnen. Ich habe euch ja bisher nur die eingepackten Pakete gezeigt. Und wenn ich das neu habe, würde ich das eben auch noch tauschen. Wie gesagt, ich hatte es ja schon mehrfach erwähnt, das Auto muss dann sowieso nochmal zur Fahrwerksvermessung, um das Ganze final eben entsprechend einzustellen. Die Koppelstangen, da ist es auch so, die habe ich jetzt nur handfest gezogen, denn da ist es wahrscheinlich auch der Fall, dass die eben nochmal verändert werden müssen bei der Einstellung vom Fahrwerk. Ich habe also jetzt sozusagen hier, da sieht man ja auch, das noch lose, das werde ich dann eben entsprechend nur handfest kontern und lediglich hier dann eben wenn ich das Auto später ablasse, wenn ich alles ersetzt habe, werde ich hier eben das Drehmoment drauf geben, hier aber eben nicht, denn das muss ja noch eingestellt werden. So, wie gesagt, hier oben ist jetzt getauscht, ihr habt gesehen, wie ich das Innere gemacht habe mit dem Gegenhalten und diesem offenen 21er, also beziehungsweise das ist eigentlich ein 24er hier und der kommt dann auf die Nuss
und dann habt ihr hier wieder diese Öffnung, wo ihr gegenhalten könnt, damit sich das nicht verdreht. Die untere Mutter, also sozusagen die das Federbein zusammenhält, die bekommt 70 Newtonmeter, das habe ich jetzt auf beiden Seiten gemacht. Und die Mutter hier oben, die dann diesen Teller hier hält, die bekommt 55 Newtonmeter und man soll hier eine neue selbstsichernde nehmen. Ihr seht ja, das ist eine entsprechend selbstsichernde Nuss. Die Kappe, die passt irgendwie nicht mehr, also die verriegelt nicht mehr. Die muss ich dann weglassen oder mir halt aus dem 3D-Drucker was anderes drucken, aber die kriege ich ja nicht mehr drauf. Ist eben irgendwie eine andere Größe als original. Ist wie gesagt auf beiden Seiten gemacht und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir nochmal in Richtung neue Teile mit den Dreieckslenkern. Und jetzt wie gesagt gehen wir an die Dreieckslenker. Jetzt probiere ich mich mal das Ganze zu lösen. Besonders spannend wird das hier, wie wir das hier gelöst bekommen. Ja, das ist ja nochmal, sage ich mal, ein bisschen speziell, wie ich da hinkomme oder ob ich dann einen Abzieher brauche. Das wird, denke ich mal, das größte Problem. Das andere sollte, hoffe ich jetzt mal, eigentlich weniger ein Problem sein. Das ist ja lediglich geschraubt an 2 Stellen. Das hier, wie gesagt, da bin ich mir noch unsicher. Insgesamt, dadurch, dass wir das Federbein jetzt am Dom fixiert haben, kann ich unten lösen, ohne dass mir das alles absackt. Also der gesamte Radträger, denn das Federbein hält jetzt den Radträger. Hier sind, wie gesagt, neue Schrauben mit dabei. Und Muttern und Unterlegscheiben, die werde ich aus dem Mapco-Set verwenden. Und was ich auch geguckt habe in dem Mapco-Set, waren eben auch neue Spurstangen dabei. Das heißt, wenn die von der Länge passen, werde ich auch die Spurstangen entsprechend erneuern, dann ist alles frisch. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir mal, was der Zeitraffer hergibt, ob ich da zurechtkomme oder ob es irgendwo klemmt. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Don't push back. Contents under pressure. Contents under pressure. Huh? Content under pressure. You can shake it anyway. Well, you can shake it anyway. Oh. Well, you can shake it anyway. Oh. So, jetzt habt ihr ein bisschen was gesehen. Also die beiden hinteren Schrauben, sprich diese Schraube hier an der Stelle und die Schraube dort, die gingen problemlos raus. Und hier, wo dieser Stift ist, der ja den Dreieckslenker hier im Achsschenkel sichert, die Schraube ging auch easy raus, alles kein Problem. Ich habe da jetzt ohne Ende Rostlöser drauf und da drauf rumgehämmert und gezogen und gedrückt mit dem Stemmeisen. Das Ding geht da einfach nicht raus. Das geht da einfach nicht raus. Ich bin kurz davor, hier zu eskalieren. Es geht mir so auf den Senkel. Musste auch oder habe extra dann noch den Bremssattel hier abgebaut, damit ich da ein bisschen rankomme. Dabei ist mir dann der Verschleißkontakt abgerissen. Es ist, ja, das ist wieder so ein Tag, wo du denkst, mal eben schnell oder kann ja nicht so viel sein, sind ja nur 3 Verschraubpunkte, wobei das eine hier ja nur ein Stift ist und es klappt halt nicht. Ja, jetzt spiele ich mit dem Gedanken, den gesamten Achsschenkel zu lösen, also sprich hier vom Dämpfer zu lösen und die Koppelstange jetzt auch gleich noch wegzumachen, die hier drüben sitzt oder beziehungsweise, ja doch, ist ja die Koppelstange vom Stabilisator. Oder bin ich jetzt, nee, ist die Spurstange, so rum, sorry, ist die Spurstange, dass ich die Spurstange hier noch löse. Habe ich aber das Problem, ob ich das eingefangen kriege, hier sitzt der ABS-Sensor und da ist die Schraube auch schon wieder so vergammelt, der Kopf, die kriege ich da unmöglich, ja, raus. Also ich werde es probieren, aber wird bestimmt nicht klappen. Das heißt, ich brauche dann auch einen ABS-Sensor neu. Ich werde mich jetzt mal auf die Suche machen, ob es nicht diesen gesamten Achsschenkel irgendwie komplett neu gibt und dass ich dann ja, vielleicht einfach den Achsschenkel neu mache. Jetzt probiere ich erstmal, ob ich vielleicht das ganze Ding rausbekomme. Also wie gesagt, den ganzen Achsschenkel und dann vielleicht draußen irgendwie mit einem Abzieher mehr Platz habe. Auf jeden Fall ist es ein riesiger Mist. Also ja, keine Ahnung.
Wenn ich es irgendwie schaffe, werde ich auf jeden Fall ordentlich Kupferpaste um diesen Stift schmieren oder Fett, irgendwas, was halt Wasser verdrängt, damit sich das da nicht mehr so festbackt. Ich habe ja gehört von Audi, bei meinem S6 hatte ich ja an der Vorderachse die Antriebswellen vor einiger Zeit getauscht. Verlinke ich euch mal oben das Video. Und da gab es viele Leute, die gesagt haben, da ist diese sogenannte Arschlochschraube, die man nicht rauskriegt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das hier ist heute meine Arschlochschraube. Ist ein ähnlicher Aufbau, ist auch so ein, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht, da ist so ein Schlitz. Und ja, ich habe auch schon probiert, den ein bisschen zu weiten, wollte aber auch nicht zu viel weiten. Nicht, dass ich nachher es schaffe, hier noch diese riesigen Metallbrocken abzubrechen. Würde ich auch nicht ausschließen wollen. Mir ist schon so einiges passiert, wo man ja denkt, massives Metall, aber wenn ich dann Hand anlege, dann zerbricht es doch. Deswegen habe ich, wie gesagt, nicht zu viel gedrückt, aber es geht halt nicht raus. Also das ist so ein kleiner Zwischenstand. Eigentlich relativ easy, bis auf diesen Stift da vorne. Jetzt schaue ich mal, ob ich den ABS-Sensor rauskriege und ob ich dann den gesamten Achsschenkel abnehmen kann. Well, you can shake it anyway. Oh. Well, you can shake it anyway. Oh. Well, you can shake it anyway. Push back. Don't push back. Don't push back. Don't push. That's the limit. Don't push back. Don't. No, that's the limit. Don't push back. Don't. No, that's the limit. Don't push back. Don't. Oh, that's the limit. Don't push back. Don't. Yeah, that's the limit. Don't. So, jetzt ist es raus. Ich habe den ABS-Sensor jetzt am Verbindungspunkt hier im Rathaus abgemacht. Und zwar sehen wir das ja da. Da ist jetzt so ein weißer, zweipoliger oder zweiadriger Stecker. Da saß oder sitzt der ABS-Sensor. Den habe ich gelöst. Den Bremssattel habe ich jetzt mal hier verkeilt. Muss ich ja eh neu machen. Und die Bremsleitungen war natürlich alles immer im Weg und auch diese kleinen Käbelchen und so von den Sensoren. Hier ist wie gesagt der abgebrochene Verschleißkontakt und hier haben wir jetzt das Ding, was sich so störrisch gewehrt hat. Wie gesagt, jetzt wenn ich mir das so anschaue, ist halt schon ganz schön rostig und es geht halt hier um diesen Stift, der da in diesem Schenkel drin sitzt, der nicht raus will. Jetzt hoffe ich, dass wenn ich jetzt ein bisschen mehr Platz habe, ich da irgendwie einen Abzieher angesetzt bekomme. Bei der Koppelstange habt ihr ja gesehen, da habe ich ja auch entsprechend, oder Spurstange, jetzt habe ich schon wieder Koppelstange gesagt, bei der Spurstange habe ich ja auch einen Abzieher verwendet. Das hat dann einen Schlag getan und dann war das Ding draußen. Hier habe ich halt einfach, ne, der Sensor sitzt direkt davor, das heißt, man kommt gar nicht gerade oben auf diesen Kopf, weil dieses Sensorkabel im Weg ist. Ihr seht, die Schraube vom Sensor, die ist halt auch schon, ja, ne, also wenn ich das probiere, weiß ich schon, wie das endet. Brauche ich also nicht probieren. Ganz ehrlich, das sind so Sachen, das macht mich furchtbar wütend, weil das ist einfach, welcher Ingenieur auch immer da am Werk war, das ist eine beschissene Arbeit. Das ist eine beschissene Arbeit, anstatt da oben eine Mutter draufzusetzen, weil dann könnte man mit einem Maulschlüssel da halten und unten macht man eben auch einen entsprechenden Kopf und kann das festziehen. Nein, dieser Kack hier, der dann sich nachher nicht löst, auch hier mit diesem gespreizten Metallschenkel, das ist einfach ein schlechtes Design. Und derjenige, der sich das ausgedacht hat, meiner Meinung nach ist das eine ganz miese Nummer und überhaupt nicht wartungsfreundlich. Aber gut, jetzt probiere ich mal, ob ich da irgendwie rankomme und das gelöst bekomme. Oder ob ich halt doch alles neu kaufen muss. Irgendwie hätte ich auch so ein bisschen Lust, alles neu zu kaufen, weil es so schlecht aussieht. Aber dann geht es ja wieder los, ob das alles kompatibel ist. Mal schauen. Also ich probiere es auf jeden Fall, dann wisst ihr auch Bescheid, wenn ihr so ein Problem habt, wie ihr das lösen könnt. Also rauskriegt ihr es auf jeden Fall, indem ihr eben ja, diesen ganzen Achsschenkel löst und auch die Spurstange löst und dann könnt ihr das ausbauen. So, ich probiere jetzt mal mein Glück und dann geht es für euch gleich weiter. Don't push back. Don't. Oh, that's the limit. Don't push back. Don't. Yeah, that's the limit. Don't push back. Don't. So, jetzt habe ich das auseinander. Hier ist jetzt alles raus. Wie habe ich es gemacht? Ich habe jetzt nochmal ein bisschen Zeitraffer reingeschnitten. Das Ende lösen konnte ich jetzt nicht reinschneiden, weil die Kamera wieder im Weg war. Ich habe tatsächlich einfach weiter drauf gehämmert. Wie gesagt, hier an der Stelle hatte ich ja einen kleinen Meißel so ein bisschen reingetrieben, damit das ein bisschen geweitet wird. Und dann habe ich von oben mit diesem Splintentreiber da einfach drauf
jetzt wollte ich schon ein böse Wort sagen, da einfach draufgehauen, bis der Stift dann irgendwann mal raus war. Aber wie gesagt, also der Ingenieur, der sich das ausgedacht hat, ja, der steht bei mir ganz oben auf der Liste. Also das ist wirklich grauenhaft. 3 Stunden habe ich jetzt an diesem einen blöden Stift gesessen. Es ließen sich alle Schrauben einwandfrei lösen. Auch die Schraube, die hier durch diesen Hohlraum durchgeht und den Stift hält, ließ sich super lösen. Ja, fantastisch. Und dann ist dieser Stift da reingegammelt. Aber ist ja logisch, weil die Feuchtigkeit von oben, ne, die sammelt sich dann um den Stift. Da ist es ja auch eng. Und dann kann der da richtig schön reinbacken. Also das ist einfach ein absoluter Designfehler meiner Meinung nach. Aber gut, ja, wer bin ich denn schon, das zu beurteilen. So, jetzt werde ich auf jeden Fall mal hier hinten am Fahrzeug den neuen Dreieckslenker reinhängen. Und ich muss jetzt noch ein bisschen in mich gehen, ob ich nicht doch, wie gesagt, den Achsschenkel und so alles einfach neu kaufe, weil mich das jetzt so geärgert hat. Und das ist ja hier innen drin, ist das ja auch schon angefressen. Ich denke, das ist natürlich jetzt mit der Kamera schwer einzufangen, aber das ist definitiv angefressen und das wird meiner Meinung nach immer wieder ein Problem werden. Deswegen wäre mir eigentlich ein neuer Achsschenkel mit neuem Radlager, neuem ABS-Sensor und so weiter eigentlich am liebsten. Das Blech dort, das denke ich, kriege ich wieder aufgearbeitet. Aber wie gesagt, der Achsschenkel da innen drin, das kriege ich wahrscheinlich nicht mehr so hin, dass das so ist, wie wenn man das Teil neu kauft. Aber gut, wie gesagt, jetzt stecke ich erstmal den neuen Dreieckslenker da an den 2 Punkten rein. Und ja, den Rest schauen wir mal. Für euch geht es auf jeden Fall gleich weiter mit dem Dreieckslenker. Vielleicht muss ich noch mal eine kleine Shoppingtour machen, um dann das Video final zu beenden, aber das seht ihr dann gleich. So, jetzt war mir aufgefallen, dass da noch Rost ist. Also nicht viel, aber es war so ein bisschen Flugrost, das habe ich jetzt weggemacht. Habe da jetzt Rostumwandler drauf, das muss jetzt ein bisschen einwirken noch. Habe ich auch hier drüben gemacht. Ne, da ist jetzt auch wieder schön entrostet und wie gesagt mit Rostumwandler eingesetzt, dann sollte da nichts mehr passieren. Ist das erstmal wieder versiegelt und wie gesagt, jetzt lasse ich das ein bisschen trocknen. Derweil mache ich hier mal den ganzen Dreck weg und dann hängen wir da den neuen Dreieckslenker rein. So, ich habe den Dreieckslenker jetzt wieder verbaut. Die Spurstange muss ich noch machen, mache ich aber nicht heute. Ich bin einfach fix und fertig. Es waren jetzt über 4 Stunden für eine Seite Dreieckslenker. Es gibt dann noch einen zweiten Teil, da geht es dann an den restlichen Zusammenbau. Aber ich bin für heute durch. Ich sehe aus, hier, ne, komplett eingesaut. Keine Ahnung, ob man es sehen kann. Hier sieht es wieder einigermaßen aus, aber hier sah es auch echt schlimm aus. Ich bin jetzt durch. Wie gesagt, der neue Dreieckslenker ist verbaut. Hier diese hässliche, man sieht auch wieder nichts, ist wieder was im Weg. Hier diese hässliche Schraube ist auch wieder drin, die diesen Kopf oder diesen Stift da hält. Und ja, insofern, jetzt habt ihr zumindest mal die Info, wie ihr das ausgebaut bekommt, was so die Schwierigkeiten sind. Hier zum Beispiel mit der Schraube. Die anderen Schrauben gehen eigentlich, die sind wirklich easy, aber die Schraube von dem Stift, die hier den Achsschenkel hält, die ist echt eklig. Und wie gesagt, den ganzen Rest gibt es dann im zweiten Teil. Kameraakku ist auch schon am Ende. Insofern, sowohl Technik als auch ich, wir haben für heute fertig. Würde mich freuen, wenn ihr auch im zweiten Teil wieder mit dabei seid, wo wir dann noch die Spurstange erneuern und den Rest zusammenschrauben. Wenn das dann durch ist im zweiten Teil, mache ich auch noch die zweite Seite in Stillarbeit und zeige euch danach, nachdem ich die zweite Seite gemacht habe, auch noch, wie man die entsprechenden Bauteile mit Drehmoment anzieht. Dafür stellen wir das Auto dann in die Normalposition, also werde dann Unterstellböcke drunter stellen, ähnlich wie in der Hinterachse, um eben die ganzen Drehmomente in der Normalposition festzuziehen. Aber wie gesagt, für heute war es das. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im zweiten Teil bzw. in den nächsten Videos dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.